Hallo allerseits und willkommen zu diesem Baubericht. Dieses Mal von Tamiya, den BT7 Modell 1935 im Maßstab 1:35. Das Ganze ist ein Teil des Bodybuilds, den ich mit Cohen Tactical Jackalope und Panzermeister 36 mache. Und ja, wir haben einfach entschieden, wir wollen mal was Einfaches und Simples bauen und der Tamiya BT7 fällt da definitiv drunter. Weiß jetzt noch nicht genau, was die anderen so geplant haben. Ich werde auf jeden Fall ein Diorama bauen. Und da kommen natürlich noch ein paar Sachen dazu. Ich denke jetzt mal so grob, ein Bahnübergang wäre ziemlich interessant. Und der BT7 soll eben als aufgegebenes Fahrzeug dargestellt werden. Nicht unbedingt zerstört oder so, sondern einfach sich aufgrund eines technischen Defekts oder sich auch in Panik auf jeden Fall verlassen worden. Und da kommen noch von Dragon die deutsche Feldgendarmerie dazu, weil ich vorhabe, wie man das auch auf manche Fotos sieht, während der deutschen Invasion in der Sowjetunion, dass auf Panzerwracks gerne irgendwas draufgeschrieben wurde, irgendwelche Wegweiser zum Beispiel. Und das sieht eigentlich recht interessant aus, wenn da einer mit Kreide oder mit weißer Farbe da eine Beschilderung auf so einen liegen gebliebenen Panzer malt. Das wäre so grob meine Vorstellung, die ich davon habe. Jetzt müssen natürlich die Feldgendarmen da noch irgendwie hinkommen, weil man sieht, die haben alle diesen Motorradfahrermantel an. Und da werde ich noch von Svezstar die BMW R12 mit Beiwagen hinzufügen. Den Bausatz habe ich ja schon öfter gebaut. Den findet ihr, glaube ich, 2-3 Mal schon auf meinem Kanal. Deswegen ein fabelhafter Bausatz. Kann man mit 2 Fahrern machen oder Fahrer und geschlachtetes Schwein, wie man gerade will. Allerdings wird das Motorrad bei mir eben leer sein mit 1 oder 2 Feldgendarmen daneben. Das ist so ungefähr der Plan. Wie es genau wird, das sehen wir dann erst im Lauf der Zeit, wie sich das eben entwickelt. Ich habe da selten einen 100% genauen Plan, den ich da abklappe, sondern vieles entsteht einfach spontan oder durch Zufall. Gut, dann genug der langen Worte, fangen wir gleich mit dem Bau an.
So, der Zusammenbau wäre jetzt mal soweit erledigt. War auch wirklich kinderleicht. Also man ist ja von Tamiya sehr gute Qualität gewöhnt, aber der Bausatz, steht da nochmal ein bisschen weiter heraus, finde ich. Also wirklich kinderleicht, man könnte den Bausatz problemlos auch einem 12-Jährigen geben. Selbst die Fotonetzteile sind da gar kein Problem, weil man da auch diverse Biegehilfen hat, mit denen man diese Rundung da perfekt hinkriegt. Das ist sehr durchdacht. Wie gesagt, gibt nichts Außergewöhnliches zu berichten, außer dass es einfach sehr einfach war. Ich habe die Luken mal offen dargestellt, weil, wie eingangs schon erwähnt, es soll ein verlassenes Fahrzeug darstellen und die Besatzung muss ja irgendwie rauskommen und die werden sicherlich dann die Luken nicht wieder zumachen. Jetzt der Fahrerstand vorne, der hat ein bisschen wenig Details innen, außer einem Fahrersitz, und da habe ich mir dann aus ein paar Restteilen das ein bisschen so angedeutet, was da fehlt. Da gibt es im Internet ein paar nette Bilder dazu. Ich glaube nicht, dass ihr das wirklich gut seht. Ja, innen habe ich ein paar so Funkgeräte und so reinbaut. Das sind alles Restteile, glaube ich, von einem Panzer 38T von Dragon. Also das ist jetzt nicht hundertprozentig korrekt, aber es sieht auf jeden Fall besser aus, wie wenn es komplett leer wäre. Das Fahrwerk habe ich mal so gemacht, mal anders wie sonst. Die Räder sind ja alle mit so diesen Polycaps da gelagert, also die kann man gut aufstecken und die halten dann auch. Und dann dachte ich mir, so wäre es, glaube ich, handlicher. Also habe ich die ganzen Räder mal aufgesteckt und dann die Ketten dann auf die Räder geklebt und hinterher konnte ich das in einem Stück abziehen. Das sollte die Lackierung doch etwas vereinfachen. Die Kette, die vorne dann am Panzer befestigt wird, die kommt dann noch später ran. Die möchte ich separat lackieren. Und selbes gilt auch für die Scheinwerfer am Panzer. Die sind jetzt noch leer, die Verglasung kommt dann auch später dran, wenn das dann innen separat bemalt ist. Also alles in allem, ja, fabelhafter Bausatz, hat großen Spaß gemacht und ich habe den in geschätzten 3 Stunden zusammengebaut, so wie er jetzt hier ist. Also wirklich sehr schön und einfach. Gut, dann machen wir mal weiter mit der BMW R12 von Zwetstar.
So, die BMW R12 wird jetzt auch schon zusammengebaut. Also ich bin immer wieder begeistert von dem Bausatz. Der ist so schön detailliert, dafür auch relativ einfach zu bauen, wenn man ein bisschen Acht gibt und einfach universell einsetzbar. Also ich finde, das ist einer meiner Lieblingsbausätze, den habe ich bestimmt schon 4-5 Mal gebaut. Gibt ein paar Stellen, wo man aufpassen muss, zum Beispiel hier hinten, das Schutzblech hier, ja, muss man ein bisschen spachteln, weil das aus 2 Hälften besteht, die man zusammenkleben muss. Ja, oder auch hier vorne im Beiwagen. Ein bisschen ein Problem, aber man kann das gut verschleifen. Das habt ihr ja auch gesehen, ich habe zum Beispiel den Beiwagen ein bisschen abschleifen müssen, weil die 2 Hälften, die haben schon irgendwie aufeinander passt, aber halt nicht so gut, war noch eine kleine Lücke zu sehen. Man musste aber nichts spachteln, da hat einfach ein bisschen abschleifen schon gereicht. Obwohl ich jetzt den Bausatz schon so oft gebaut habe, habe ich noch nie die Schweinoption hier verwendet. Die möchte ich irgendwann mal in der Zukunft noch machen. Also es kann eigentlich nicht angehen, wenn man den Bausatz schon so oft baut hat, dass man da irgendwie nie dazu kommt, aber es passt jetzt für das Diorama einfach auch nicht so gut. Zumindest nicht für das, was ich vorhabe. Das halte ich mir noch für die Zukunft offen. Weiter geht's mit den deutschen Feldgendarmen. So, der Bau von den Figuren verlief reibungslos, ist auch nicht viel Kompliziertes dran eigentlich. Man muss bloß aufpassen, dass die Mäntel schön lückenlos zusammenpassen, weil die aus mehreren Teilen bestehen. Das ist halt die einzige Schwierigkeit, aber wenn man da sauber arbeitet, passen die von Haus aus schon sehr gut zusammen. Ich habe jetzt dann noch aus Papier die Trageriemen für die Waffen ergänzt. Wenn man das mit ein bisschen Sekundenkleber drängt, wird es auch sehr hart. Man kann das dann also auch gut bemalen und muss nicht befürchten, dass das abfällt wieder. Die Figuren habe ich dann auch noch mit Mr. Surfacer 1000 behandelt. Da verschwinden dann auch noch so kleinere Lücken, vor allem da an dem Übergang von Torso zu Arm. Das sieht mal ein bisschen komisch aus, aber wenn man da ein bisschen mit dem Mr. Surfacer drüber streicht, dann gibt es einen schönen Übergang. Und auf die Art sind die Figuren im Grunde dann auch schon grundiert. Wobei, da werde ich dann nochmal richtig grundieren mit der Airbrush und Acrylfarben.
Jetzt haben wir alle Komponenten zusammen, jetzt müssen wir uns mal mit dem Diorama beschäftigen. So, hier jetzt mal das grundsätzliche Layout vom Diorama. Die Grundplatte, so wie sonst auch, besteht aus einer dünnen Holzplatte, wo ich dann eine Styroporplatte draufgeklebt habe. Das Ganze habe ich dann noch mit so Balsaholzplatten eingerahmt und mit Kreppband umwickelt. Je nachdem wie das dann aussieht, kann man das Kreppband dann wieder wegmachen oder man lässt es dran und bemalt es dann schwarz am Schluss. Das spielt eigentlich kaum eine Rolle. Wie eingangs schon erwähnt, habe ich mich jetzt da für einen Bahnübergang entschieden. Ich habe jetzt hier mal die Gleise angedeutet, die sind von Trumpeter. Finde ich sehr gut, die habe ich schon öfter verwendet. Zum Beispiel bei dem Stalingrad Station Diorama oder auch bei dem Panther Diorama. Ist immer wieder ein interessantes Detail auf Dioramen, finde ich. Und ja, da werde ich dann, wenn das Gelände und so fertig ist, dann noch hier so einen Bahnübergang bauen. In Russland waren das oft so Bretter, die da einfach drüber gelegt sind, dass man da so eine ebene Fläche hat zum drüberfahren. Genau. Hier dann nebendran, so halb auf der Straße irgendwie, soll dann der verlassene BT7 stehen. Die Militärpolizisten, hier einer irgendwie regelt den Verkehr oder so. Oder hält ein Fahrzeug an, aus irgendeinem Grund. Hier drüben parkt dann die BMW und hier der Militärpolizist schaut sich gerade das Wrack halt an. Man sieht auch oft auf Fotos von der Operation Barbarossa, wo eben verlassene sowjetische Panzer zu sehen sind, dass die Türme oft irgendwie ganz komisch verdreht waren, sodass es gar keinen Sinn gegeben hat oder auch die Kanonen komisch ausgerichtet waren. Das liegt oft daran, dass Soldaten beim Vormarsch eben die Panzer gesehen haben und da mal reinklettert sind und ein bisschen rumgespielt haben an denen. Also ein bisschen mal innen die Kurbeln bedient haben und die Türme mal so ein bisschen rumdreht haben. Und deswegen ist es oft so, dass es ganz komisch aussieht. Also nicht so, wie wenn das Fahrzeug gerade wirklich gekämpft hätte, sondern wenn irgendwie der Turm nach hinten zeigt oder so, das ist wohl eher selten der Fall gewesen. Aber daher kann das eben kommen. Eine Sache habe ich noch ergänzt. Und zwar habe ich hier vorne ein bisschen die Schutzbleche verbogen. Das geht ganz einfach mit so einer Flachzange. Hier einfach ein bisschen so greifen und biegen und gut ist. Das habe ich auch hier hinten ein bisschen verdellt. Sieht eigentlich immer ganz gut aus. Genau. Soweit dann zum ersten Teil dieses Bauberichts. Im nächsten Teil geht es dann weiter. Vielen Dank fürs Reinschauen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.